Damit in den Bundestag zu Dorothea Schopelius. Ja, Dorothea, Merz und Mützenich, das sind harte politische Gegner. Das ist allseits im politischen Berlin bekannt. Wie sollen die beiden denn eine Lösung finden? Weil die Union ja schon gesagt hat, also mit uns wird nur das Nötigste beschlossen. Und das heißt, das Rentenpaket der Ampel zum Beispiel hätte überhaupt keine Chance. Carsten, was du sagst, ist ganz richtig. Und selbst wenn Mützenich und Merz beste Freunde wären und sich einer Meinung, ist es eigentlich nicht ihre Aufgabe, das Datum dieser Vertrauensfrage festzulegen. Denn eine Vertrauensfrage ist und bleibt etwas sehr Persönliches, was den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin betrifft. Zur Einordnung, der Kanzler stellt sich vor seine Abgeordnete und fragt, vertraut ihr mir noch, steht ihr noch hinter mir? Dass der Bundeskanzler nicht bereit ist, diese Entscheidung zu treffen, beziehungsweise relativ nonchalant mit den Möglichkeiten der verschiedenen Daten umgeht, ist ungewöhnlich. Dass nun auch noch Mützenich und Merz das ausdiskutieren sollen, legt den Verdacht nahe, dass die Vertrauensfrage hier als Tauschobjekt, als Debattenunterbau genutzt werden soll. Und laut Verfassung ist die Vertrauensfrage aber eben dafür gar nicht gedacht. Die FDP ist aus dieser Koalition ausgetreten oder rausgeschmissen worden, wie immer man es sieht. Damit hat diese Regierung keine Mehrheit mehr. Es ist eine Minderheitsregierung. Die Umfragewerte dieser Regierung sind im Keller. Es ist Zeit, die Vertrauensfrage zu stellen, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Zumal die CDU Neuwahlen jetzt will und die SPD, Carsten, du sagst es schon, wichtige Projekte durchbringen möchte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier schnell einigt, sondern dass SPD und CDU die Vertrauensfrage hier beide dann als Machtobjekt nutzen, die ist relativ hoch. Interessant ist übrigens nur noch zum Abschluss, dass der Bundeskanzler ja nicht nur die Vertrauensfrage jetzt abgegeben hat an Mützenich und Merz, er hat auch noch mal einen neuen Vorwurf gegenüber Christian Lindner laut werden lassen. Dieser hätte für die Ukraine-Hilfen die Rente kürzen wollen. Der Bundeskanzler stellt die Frage, ob man, um ein angegriffenes Nachbarland zu unterstützen, wirklich die Zukunft des eigenen Landes in Frage stellen sollte. Interessant ist aber, dass der Bundeskanzler ja, um die Ukraine zu unterstützen, die Schuldenbremse aussetzen wollte und dies von Christian Lindner verlangt hat. Nun würde manch einer Politiker im Deutschen Bundestag argumentieren, dass auch das eine Infragestellung der Zukunft des eigenen Landes sein könnte. Was ich damit sagen will, ist, das Ganze ist immer noch eine Schlammschlacht, ist aber eigentlich eine Krise in Deutschland. Keine Krise, über die man in Panik verfallen muss. Es ist eine lösbare durch Vertrauensfrage und Neuwahlen. Sie wird aber momentan nicht gelöst, denn es werden Steine hin und her geschmissen und die Verantwortung, die wird bis zum jetzigen Zeitpunkt von keiner Person hier im Deutschen Bundestag in Berlin so richtig übernommen. Ja, wir könnten ja die neue TV-Show Rosenkrieg Scholz-Lindner ins Leben rufen. Mal sehen, was da in den nächsten Tagen noch kommen wird zwischen den beiden Herren. Dorothea, danke erstmal in den Bundestag.